Jetzt sollten wir doch live sein. Gleich. Einrichten, das Meetings, YouTube live. Und dann haben wir es doch gleich. Jetzt sollten wir doch live sein. Gleich. Gut, einrichten. Wunderbar. Ich glaube, wir haben es geschafft, live zu sein. Wunderbar. Dann würde ich doch vorschlagen, ein ganz, ganz großes herzliches Willkommen an die Community. Und ja, Charlene, unsere Moderatorin, sag mal, kriegst du es gerade angezeigt, was schon in unserem Live-Chats gefragt wird? Yes, ich kann alles sehen. Ich sehe alle Fragen und Wunderbar. ich kann alles sehen. Wunderbar. Dann auch Tim. Herzlich willkommen in unserem YouTube Live. Und ich würde vorschlagen, kurze ja, Orientierung, wie wir das handhaben. Ihr stellt einfach alle Fragen, ihr lieben Mäusekinder, in den Chat. Charlene pickt alle Fragen raus, die super interessant für die Community sind. Bitte achtet darauf, dass ihr nicht zu persönliche Fragen stellt. Die werden sowieso rausgefiltert. Wir nehmen die besten und interessantesten Fragen für den YouTube Live. Ein paar YouTube-Richtlinien gibt es, an denen wir uns orientieren müssen. Und anhand denen werden wir die Fragen raussuchen. Und ansonsten würde ich sagen, ready to go, oder Tim? Ja, faszinierend. Ich sehe die ganzen Kommentare in Deutsch. Ich bin das nicht gewöhnt. Hallo an deine Community und schön hier zu sein. Ich bin sicher, meine Community hier auf YouTube feiert das, dass wir es hier schaffen, zusammen live zu sein, dass sie die Möglichkeit haben, mit dir zu sprechen und wir einfach ein bisschen Ping-Pong spielen. Charlene, Ja, hast du schon die gerne. erste Frage für uns? Ja, einen Moment. Für die kurze Orientierung. Wir haben gerade versucht, 3 Zeitlinien zusammenzubringen. Einmal die deutsche Zeit, einmal Greenwich-Zeit und dann haben wir noch die USA-Zeit, die Pacific Time, die wir hier auch noch mit reingebracht haben. Plus die Zeitumstellung in Deutschland. Das ist völlig verrückt, oder? Zeitumstellung? Ich finde es so crazy. Das muss Ja, überhaupt es gar ist nicht mehr total sein. verrückt. Tim, Ich du hast erzähle vorhin jetzt mal nochmal kurz die Geschichte, erzählt. damit sich das Ja, Bewusstsein einprägt. Erzähle ich jetzt nochmal, woher das kommt. 1800 haben die Leute Bahnstrecken gebaut. Und dann ist denen aufgefallen, dass der Uhrzeiger unterschiedlich war, je nachdem, in welchem Land und in welcher Stadt die aus ihrem Zug, aus ihrer Dampfeisenbahn ausgestiegen sind. Und dann haben die sich überlegt, hey, ich glaube, wir brauchen Zeitzonen und wir brauchen sowas wie eine Zeitumstellung. Und dann haben die das alles eingeführt. Und das stammt alles noch aus der Zeit der Dampflok. Und jetzt sind wir im Hightech-Internet-Zeitalter und wir haben noch keine Internetzeit. Ich vote dafür. Ich möchte gerne, dass wir da bitte eine Internetzeit haben. da wäre ich auch total für. Besonders die Bahn war damals ja wahrscheinlich pünktlich, was sie heute nicht ist. Die waren mal damals pünktlich. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, damals war das echt noch, glaube ich, ein Erlebnis mit dem Zug zu fahren. Ja. Ja, ich glaube es auch. Ich Ich glaube meine, es es ist immer auch. noch ein Erlebnis. Je nachdem, wenn man in Deutschland mit dem Zug fährt, dann ist es immer noch ein Erlebnis. Aber es ist halt nicht mehr schön. Ja, es gibt Leute, die leben in Zügen, habe ich gehört. Finde ich auch ganz Ich gruselig. habe den Aber Artikel hey, auch gelesen. Oh my goodness. Irgendein Typ, der sein ganzes Leben im Zug arbeitet und reist. ja, Meinst du diesen Artikel? Ich habe das ja, auch gelesen. Fand ich auch ja, sehr interessant. das war Ja, crazy. also, Charlene, du guckst so, als wärst du so voll ready. Genau, ich wollte sagen, ich habe die erste spannende Frage schon rausgepickt. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen mir als Mensch und meiner direkten parallelen Inkarnation und meinen anderen Inkarnationen? Tim, magst du vorreiten? oh mein goodness. Grundlegend sind wir alle ein einziges Universum und eigentlich gibt es keine Grenzen, außer den Grenzen, die wir innerhalb dieser Realität und dieser Simulation uns erschaffen. Ähm, von daher sind diese Grenzen immer sehr subjektiv und je nachdem, wie das Bewusstsein sich gerade so darstellt, kann das auch verschmelzen. Was wir herausgefunden haben, ist, dass je nachdem, wo der Körper sich gerade in seiner fixierten Zeitlinie befindet, dass das korrespondiert
mit deinem Gehirn, beziehungsweise mit der äh, Pineal Gland in der Mitte des Gehirns. Ich bin immer noch auf Englisch eingestellt, das ist richtig interessant. Und, ähm, und tatsächlich dein Bewusstsein in Kombination mit deinem Körper, mit der sogenannten Fixzeit, bestimmt dann, wo du dich gerade befindest. Ähm, und das kann dann natürlich auch, je nachdem, wie sich dein Bewusstsein entwickelt, können sich diese Grenzen dann auch wieder aufheben. Aber ich bin gespannt, wie du darauf antwortest, Lea. Ja, aus meiner Perspektive ist alles eine Idee. Die Idee, die du hältst über das, wer du bist und die Codings, die du mit dir genommen hast. Du hast, bevor du entschieden hast, du möchtest hier in diesem Spektrum, in dieser Frequenz, möchtest du jetzt eine Inkarnation haben. Und dann das hat entsprechend Codings mitgebracht, also Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein in Form von Codes ist verankert in deiner Genetik. Und über die Genetik, die der Transmitter deines Bewusstseins ist, wird die materielle Welt geformt. Erstmal dein Körper und dann die Ideen, die auch über deine DNA laufen, die Proteine, die sich materialisieren, läuft dann auch die ganze Wahrnehmung und die Perspektive, die Zeit und auch wo du geboren bist, welche Ideen du hältst. Hältst du die Idee zum Beispiel, dass deine Haare wachsen, dann wachsen deine Haare. Hältst du die Idee, dass du ein Mann oder eine Frau bist, dann hältst du diese Idee dein Leben lang und das in der Genetik verankert. Die Genetik verankert also die Idee, welche Inkarnation du haben möchtest. Und wenn du dann noch weiter gehst, ist dann die Erlebnisse und die Erfahrungen, die du machen möchtest, kanalisierst du aus deinem parallelen Leben hinein, weil die menschliche Inkarnation und das, was du erfährst hier als Mensch in diesem Spektrum, ist eine Art Portal von verschiedenen Leben, die hier co-kreieren. Ich habe die Erinnerung, zum Beispiel im Mittelalter verbrannt worden zu sein. Und diese Erinnerung sickert hier durch in dieses Leben und macht dir Angst vor Feuer. For example. Und das heißt, parallele Leben co-kreieren mit, weil jedes Leben immer besteht und immer weiter bestehen wird, im Hier und Jetzt innerhalb des Quantums. Und so ist jedes Leben eine Co-Kreation, aber die Idee, die du hältst, wie dieses Leben bestimmt und definiert ist und was du lösen möchtest, erfahren möchtest, sind die Ideen, die du durchkanalisierst, um am Ende zu formen. Deswegen ist ein Stuhl, eine Tür, eine Tür. Oder die Erfahrung, Mann zu sein, Frau zu sein, den einen Job zu haben oder auch zu altern. Nicht jede Inkarnation altert. Und selbst auf der Erde war es nicht immer so, dass die Menschen gealtert sind in dem Ausmaß wie jetzt. Das normale Alter eines Menschen, einer Lyra-Spezies, ist zwischen 300 und 400 Jahren normalerweise. Aber im Moment in diesem Inkarnationsspektrum, wo die Idee ist, dass Zeit, sprich Momente, ganz schnell vorbeilaufen, habe ich die Idee, dass ich viel erlebe und schnell altere und dadurch eine begrenztere Lebenszeit habe. Und auch das alles sind diese Dinge, die definieren deine Inkarnation und unterscheiden anhand der Ideen dich von der anderen Inkarnation, die du jetzt hast. Parallel. Fällt übrigens gerade auf, weil da sind über 100 Leute auf dem falschen YouTube-Video. Und Die kommen schon rein. was sagst du? Die kommen schon rein. Die kommen rein. Ja. Die scheinen. Es sind auf jeden Fall 100 Leute, die warten und fragen, ob das nur für Kanalmitglieder ist oder was man machen muss, ob es technische Probleme sind. Ich weiß nicht, vielleicht, Charlene, vielleicht kannst du den Link für das tatsächliche Ja. Live nochmal reinposten. Ich kann das nicht machen, weil ansonsten wird er gelöscht. YouTube halt. Das ist echt lustig. Ei, Ja, weil ich war auch die ganze Zeit auf dem Live Q&A-Session-Ding, wo auch jetzt noch irgendwie 100 Leute sind und warten. Und ich dachte mir so, wieso sehe ich denn das alles noch nicht? Ja, jetzt sehe ich es. Also, beziehungsweise jetzt sehe ich, dass ihr den Link da reingepostet habt. Das ist doch gut. Jetzt sollten die gut, Leute da auch kommt der rüberkommen. Rest jetzt auch noch rüber. Diese Technik, ich habe schon gesagt das letzte Mal, Tim, du erinnerst dich bestimmt auch, dass es die Technik, die eigentlich hier auf der Erde verfügbar ist, für die Menschen wirklich Low-Tech ist.
Und ich habe mich furchtbar aufgeregt heute früh und habe gesagt, es muss barrierefrei sein, weil die Technik ist eigentlich barrierefrei. Ich weiß nicht, warum wir irgendwie so diesen Low-Level-Shit hier bekommen, obwohl wir hier Warum das ist es? neueste MacBook, alle Dinge neu, alles sollte super sein, aber es ist nicht barrierefrei. Das finde ich manchmal so interessant, wo man noch weiß, dass es andere Technologien gibt, die hier auf der Erde sind, mit denen andere Menschen arbeiten, die einfach nicht für die breite Masse verfügbar sind. Wo ich dann sage, das ist so, die haben schon geschafft, ein Interface zu bilden zwischen Technologie und Verstand. Und es wird auf der Erde genutzt, aber warum darf die Zivilisation nicht mit diesen tollen Techniken arbeiten? Da kriege ich manchmal echt die Krise. Da ärgere Ja, ich mich. die Fragen kannst du dir selber beantworten, denke ich. Aber jeder, Ich der mir weiß. auf Instagram folgt, die wissen, dass ich so in der Phase, wo ich darauf gewartet habe, irgendwann tatsächlich meine Story zu erzählen, habe ich durchaus so Zeichnungen, Comics und so weiter gemacht. Und ein Comic, der mir immer wieder, da spricht so viel raus, ist irgendwie ein Bild, wo wir durchs Quantenuniversum reisen und dann hatte ich irgendwie eine außerirdische, irgendwie, ich glaube, ein Grey oder irgendwie sowas, in so einem super Hightech, mega UFO irgendwie gemalt und dann irgendwie mich selber in so einem Amazon-Karton. Weil ich so das Gefühl hatte, so, weißt du, die ganzen anderen Spezien und Wesen da draußen haben alle diese wunderbaren Technologien und wunderbaren Sachen sich aufgebaut. Und ja, wir sind hier so ein bisschen Ja, so wie Katzen, weißt du, denen man irgendwie so einen Pappkarton hinstellt und dann spielen die damit. so ungefähr, so ungefähr. Aber es ist halt so frustrierend, finde ich. Also für mich ist es so, wenn ich weiß, dass es leichter geht und wenn ich das schon gearbeitet habe mit diesen Dingen und dann kommst du hier auf die Erde zurück und bist gefühlt im Mittelalter. Und ich teilweise nur denke so, girr. Und ich erwische mich tatsächlich, dass ich teilweise versuche, die Sachen noch mit meinem Verstand zu steuern oder mit der Augengestik oder durch die Gestik an sich was zu switchen. Und dann sitze ich da und warte, bis es funktioniert. Und dann kommt der Reminder, Lia, du bist auf der Erde. Klappt nicht. Das ist dann furchtbar. Aber ja, lass uns weitergehen, würde ich vorschlagen. Charlene, nächste Frage an uns. Ja. Liebe Lia, könntest du etwas über galaktische, intergalaktische Kriege und ihren Ursprung erzählen? Irgendwie kommt das bei mir immer wieder auf und ich würde gerne Frieden damit schließen. Der Punkt ist, dass die Galaxien eine sehr, sehr starke Vergangenheit haben, da wir alle als die Wesen, die wir sind, auch in untere Ebenen der Existenz gegangen sind und aufgestiegen sind. Die Plejaden sind auch nicht immer super positiv gewesen. Und das sind wie viele Seelchen, die ihre Erfahrungen versuchen zu machen, die wie kleine Engelskinder, sage ich immer, ganz unbedarft spielen wollen, das ganze Spektrum von dem, was existieren kann, erfahren will. Und die galaktische Historie hatte viele Kriege und es gibt auch jetzt noch immer Spezies, die in unteren Ebenen des Bewusstseins immer noch Kriege ausleben. Aber es ist eine Perspektive, von woher du kommst, dass du weißt, dass du was nicht mehr haben willst. Und wenn du aus der Perspektive von Krieg kommst, und hier auf der Erde ist im Grunde ja auch ein Planet, der sich im Kriegszustand befindet im Vergleich zu den anderen Planeten, die jetzt im Frieden sind, ist das eine Erinnerung, dass du es nicht mehr haben willst. Und wenn du es als das siehst, dass man bereit ist, in den Frieden zu gehen, aber auch erlaubt, dass der Rest eine Erfahrung war, hat man die Möglichkeit, in Harmonie und Frieden wiederzugehen mit sich. Weil letzten Endes sind das alle Erfahrungen für die Seele und für den Kosmos, für das Universum, welches wir sind, wie Tim das vorhin so schön gesagt hat, ist, dass wir einfach existieren. Und in Ich existiere ist kein Raum für Bewertung. Wenn du in einem Raum warst, in dem du erfahren hast, daraus entsteht eine Bewertung. Und das ist was absolut Menschliches und Materielles. Ein Indiz für materielle Existenz, dass du bewertest. Aber wenn du irgendwann an den Punkt kommen möchtest, wo du dich entwickeln willst, musst du verstehen, dass Bewertung losgelassen werden darf und dass alles seine Berechtigung hat. Und dann entsteht Frieden. Und so steigen die Spezies auch übrigens auf. So sind die Plejaden in den Frieden gegangen. So ist Orion in den Frieden gegangen. Und so sind andere Kulturen innerhalb der Galaxie in den Frieden gegangen, indem sie gesagt haben, okay, ich finde den Frieden in mir und ich erkenne, ich habe in diesem einen Spektrum von Krieg und Kampf und Leid gespielt. Und jetzt gehe ich in das nächste Spektrum.
und wähle Harmonie und Frieden und spiele jetzt mit der anderen Farbpalette, die mir die ganze Zeit auch zur Verfügung stand. Das ist so das, was ich sagen kann. Einfach zu erkennen, dass beides war. Und es gibt nicht, ich bin nur Frieden, sondern ich bin Frieden, weil ich Krieg kenne. Und da darf man irgendwann mal an den Punkt kommen und sagen, hey, ich erlaube den Engelskindern, den Seelen zu spielen in dem Spektrum, wo sie sind, und ich gehe in mein eigenes Spektrum hinein. Was meinst du, Tim? Was hast du zu teilen dazu? Du hast ja auch sehr, sehr viele Informationen von den Greys bekommen. Was ist Ja, und deine Perspektive? verschiedenen anderen Gruppierungen. Also was glaube ich, echt interessant ist und glaube ich auch vielen hilft in der Einordnung des Ganzen, ist, dass wir alle irgendwann an einen Punkt kommen, wo das ganze Universum sich mehr und mehr auch einem Spiel irgendwo ähnelt und gleicht. Und über die Zeit diese ganzen Kriege und all das, was sozusagen schrecklich auch mit Kriegen in Verbindung gebracht wird, sich dadurch im Grunde lockern wird. Also was wir ja sehen in ganz vielen Spezies, sei es jetzt Menschen, die, weiß ich nicht, Paintball spielen oder Lasertag oder irgendwie sowas, oder auch Frisbee oder was auch immer, oder Hunde, die irgendeinem Ball hinterherjagen oder sowas. Da ist so eine Art Spieltrieb, Jagdtrieb im Universum schon auch irgendwo vorhanden. Und über die Zeit scheint es sich so darzustellen, dass sich auch die Kriege und die Konflikte und so weiter mehr in diese Richtung verändern. Insbesondere dann, wenn sich also vor allen Dingen das körperliche Element oder das Leiden, was irgendwo mit Krieg in Verbindung gebracht wird, sich dadurch lockert, dass wir verstehen, dass wir eben in einem Quantenuniversum gar nicht sterben und auch nicht sterben können. Und wenn dann sozusagen auch noch Faktoren reinkommen, nehmen wir jetzt die Greys, die zum Beispiel ihre Körper ausgetauscht haben durch artifizielle Körper, künstliche Körper. Oder nehmen wir die Möglichkeit, dass zum Beispiel im Militär beispielsweise äh, Heilungsmaschinerien vorhanden sind oder bestimmte Chemikalien genutzt werden, um eben Angst und Schmerzen zum Beispiel komplett aus dem Körper rauszuholen. Also wenn man das alles, oder Roboter zum Beispiel, dass Kriege sich immer weiter in Richtung dessen verändert, dass eben jemand vor einem Computer sitzt, irgendwas spielt und Roboter sozusagen das Ganze ausführen. Also wenn man das Ganze über die Gesamtsumme der Zeit des Universums sieht, dann sieht man, dass sozusagen die schrecklichen Komponenten des Krieges immer weiter in den Hintergrund geraten und dieser Spielcharakter immer dominanter irgendwo wird, sodass irgendwann das Universum eher einem Computerspiel gleicht, wie wenn Menschen Counter-Strike oder was auch immer spielen. Und dann haben wir natürlich eine andere Betrachtungsweise auf Krieg. Das dauert aber dann natürlich. Ja, definitiv. Ich stimme komplett zu. Und die Negativität, und das ist so für die, die immer gerne so in das Kabal gehen und all diese Konspirations-, in Anführungsstrichen Theorien, die ja eigentlich sehr, sehr echt sind, aber die sich dann darin aufhalten und ganz, ganz stark in die Rabbit Holes abtauchen. Die Negativität kann nur ein gewisses Spektrum erreichen, das Böse selbst, bevor es sich selbst zerstört. Es ist einfach in sich, dass irgendwann alles zurück in Harmonie geht. Das ist vollkommen normal, dass alles irgendwann, ja, einmal sich ausdehnt in das eine Extrem und dann wieder vollkommen zurückgeht. Und wir sind jetzt einfach gerade an diesem starken Wendepunkt, wo sich einfach viel noch ausdehnt, aber auch viel wieder zurückgeht. Das ist wie eine Spirale, die in beide Richtungen geht. Und man muss einfach erlauben, dass alles seine Berechtigung hat und dass alles da sein darf. Und das ist ja der Punkt, wo du an den Threshold kommst, zu wählen. Wo du erkennst, ich wähle. Und ich kann mit einem Messer ein geiles Essen zaubern. Ich liebe Essen. Das ist so eines der tollen Dinge auf dieser Erde, die ich sehr schätze, Essen. Ich liebe menschliches Essen. Und ich kann aber auch ein Messer nehmen und kann jemandem wehtun, ja. Es ist nicht das Messer, was böse ist, sondern die Idee, die ich halte. Und dann ist die Frage einfach, was wähle ich mit dem, was ich in der Hand habe? Und wenn ich ein Problem habe mit Krieg, dann kann ich mehr und mehr entscheiden, einfach mehr und mehr in einer friedlichen Welt mit mir selbst zu sein. Weil wenn ich ein Problem habe mit Krieg und mit der Vergangenheit ist, weil noch Verurteilung da ist. Und da darf man irgendwann mal an den Punkt kommen und sagen, hey,
That's it. Ich erlaube mir, dass ich das gespielt habe und ich wähle jetzt in jedem Gedanken und in jeder Tat, die ich habe, den Frieden. Auch die Gedanken, die ich anderen gegenüber aussende, können sehr, sehr hart und unfriedlich sein. Und da kann man auch wieder korrigieren. Also es ist alles ein Weg und ein Prozess und jeden Tag auch Erleuchtung. Die Leute glauben, Erleuchtung ist was, was man entweder kaufen kann oder Erleuchtung ist was, was ich plötzlich habe, dass es ein Ziel ist. Aber das ist nicht so. Erleuchtung in Anführungsstrichen ist eine permanente Wiederentscheidung für das Licht und für eine höhere Version von sich selbst jeden Tag. Genau Liebe das Gleiche mit menschliches Frieden. Essen, hast du das gesagt? Ja, ich habe das gesagt. Ich mag das. Okay. Ey, nicht alles da oben schmeckt gut. Ehrlich. Manche Sachen, da denkt man sich so, was ist das? Ja, ich meine, also deutsches Brot, oder? Ey, wenn du mal in der USA bist, ja? Bist du echt Ja, ja, dankbar, ja, wenn du Brot ich weiß. hast. Ich meine, Furchtbar. ja, ja. Ich denke immer darüber nach. Ich glaube, das Brot in Deutschland ist, glaube ich, ist einer der Gründe, warum ich da war. Und ist so meine Erklärung. Brezel. Die Brezeln. Die Ja, Brezel, ja, stimmt. Brezel. ja. Aber das hat schon in die USA geschafft. Brezeln hat schon in die USA geschafft. Da bin ich auch schon mal Ja, ganz und happy mit. Brezeln liegen mit Brokkoli übrigens ganz hoch in der Liste der bedrohlichen Lebensmittel, interessanterweise. Sterben Bedrohliche unendlich. Lebensmittel. Ja, ja, Oder ja, die es bedrohten. sterben unendlich viele Menschen in den USA an Brokkoli und an Brezeln. Weil in den USA, im Gegensatz zu Deutschland, haben die nicht diese großen, weichen, wunderbaren Brezeln, sondern die haben diese kleinen Snackbrezeln. Und die, wenn man die dann halb gelangweilt und verdreht auf der Couch liegend dann irgendwie nicht richtig runterschluckt, dann liegen die Menschen dann auf dem Boden. Ist übrigens dem Präsidenten George Bush damals auch, W. Bush, damals auch passiert. Da musste dann Leute reinstürmen und ihm dann eine Massage, eine Lungenmassage geben, damit er diese Brezel wieder ausspricht. Kleiner, kleiner Exkurs über Brezeln. Sehr geil. Charlene, Tim, gibt's ich noch habe die nächste Fragen? Frage an dich. Und zwar, wie sieht deine berufliche Arbeit mit TTs genau aus? Ja, spannende Frage, habe ich auch gelesen. Danke dafür. Antonia, genau, Dankeschön, Antonia, für die Frage. Aktuell, also meine berufliche Arbeit liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Ich bin jetzt seit 2 Jahren dabei, das Thema Disclosure und Erdshift und so weiter mit zu begleiten. Was wiederum auf einem Plan zurückgeht, der wiederum einige Jahre zurückliegt. Also ich habe damals in verschiedenen Projekten diesen Plan vorangebracht und geäußert und gesagt, hey, wir müssen da irgendwas machen, weil ich ein bisschen besorgt war über den Zustand oder beziehungsweise dessen, was da kommuniziert wurde, was an Veränderungen über die Erde kommt und was wir gerade im Moment ja auch erleben als Erdshift, Earthshift. Dementsprechend hatte ich dann einen Plan vorangebracht und gesagt, wir müssen das jetzt so und so machen. Ist nicht unbedingt nicht viel auf Liebe gestoßen damals, weil einfach da gesagt worden ist, dass es ja, war einfach nicht die Priorität zu der Zeit. Ähm, Ich weiß auch nicht, ob es heute überhaupt noch die Priorität bestimmter Gruppen ist. Ich glaube, dass da viele Gruppierungen auch sich selber erstmal im Sinn haben, was ja nicht unbedingt schlecht ist, aber dann sozusagen nicht den Transferschritt machen zu denken, dass wir ja alle sozusagen äh, in der Kollektivarbeit zusammenhängen. Also von daher, ich glaube, du hast es auch so nett gesagt, Lea, beim letzten Mal, wo du meintest, all diese Millionäre, die sich Bunkeranlagen kaufen und all die Milliardäre, die sich Raketen außerhalb des Planeten, off-Planet sozusagen kaufen, die aber nicht mit einsehen, dass es alles ein kollektives Bewusstsein ist, was im Grunde gerade im Wandel ist. Von daher, aber wenn man jetzt zurückgeht, damals berufliche Arbeit war insbesondere, also es hat ein paar Jahre gedauert, bis man da überhaupt erstmal reingekommen ist und dann ging es vor allen Dingen um ja, Themen der nationalen Sicherheit und
was haben diese Spezies im Sinn und all sowas. Also damals war es so, dass ich dann einen Katalog an Fragen bekommen habe oder an Themen bekommen habe und diese musste ich dann irgendwo umwandeln in greifbare Informationen zu dem entsprechenden Thema. Also zum Beispiel ist das, was ist die Agenda, was wollen diese Wesen und so weiter und so fort. Waren so die Themen. Und seit 2 Jahren mache ich was wir hier machen, nämlich die Erhöhung des Bewusstseins auf kollektiver Ebene. Was sehr, sehr cool ist, oder? Also ich kann mir keinen schöneren Job vorstellen, als ja, zu helfen, Teil einer Bewusstseinsbewegung zu sein, die einen Effekt hat und das nachweislich ja sogar auch mittlerweile. Man sieht es ja überall auf das gesamte Kollektiv. Und vor ein paar Jahren hätte man ja nicht drüber nachdenken können, dass irgendwie auf Netflix so Disclosure oder sowas kommt, ja. Und auf einmal findet es statt. Und da spielst du eine große Rolle mit und ich und wir alle, die an diesem Disclosure-Thema arbeiten. Und das ist schon, finde ich, mega cool. Mega cool. Ich kann mir schon einen schöneren Job vorstellen, Echt? wenn ich ehrlich bin. Ich bin glücklicher denn je, sagen wir mal so, das auf jeden Fall. Es ist deutlich, ich habe dadurch, dass ich damit auch durchaus toxischen Gruppierungen damals gearbeitet habe, ähm, und da auch immer noch so ein bisschen auch noch, ja, Nachklang auch irgendwo ist, bin ich schon glücklicher und sehe das schon auch, dass ihr da draußen, ihr seid einfach wirklich, wirklich, wirklich wunderbare Seelen und ich bin da echt extrem happy drüber, weil was Governance nämlich macht, ist, Menschen zu entmenschlichen und sie dann sozusagen als Gruppierung, demografische Gruppierung zu sehen. Und das ändert sich dann in dem Moment, wenn man sozusagen so eine Instagram-Community hochzieht und dann plötzlich hat man all diese wunderbaren Menschen oder wir, die sich hier getroffen haben und Wesen, die sich hier treffen. Das ist schon echt, echt wunderschön. Aber wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich vor einer Leinwand sitzen und Ölgemälde malen. Oder Das ist schon Brot sehr backen. romantisch, Tim, oder? Irgendwas Romantisches, ein Brot backen oder so im Mondschein. So komplett das Retirement, so das ganz Typische, ne? So was Ich man habe so diese tut, wenn man in Momente, ich Rente weiß ist. nicht, ob du das manchmal hast, aber ich habe öfter mal diese Momente, wo ich dann so an so Churchill denke, der das ja auch immer mal wieder hatte, weißt du, mitten in der größten Krise seines Landes irgendwie so, ich würde gerne irgendwo ein Ölgemälde malen und so. Und dann hat er sich nach Madeira verzogen und hat dann da Ölgemälde gemalt und ja, und dann ist er trotzdem zurückgekehrt und hat seinen Job gemacht. Von daher, ja. Also es ist schon verständlich, wenn man so viel weiß und man so viel gar nicht so teilen kann im Moment oder darf, wie man eigentlich möchte. Und ich fühle das bei dir genauso, wie es bei mir ist, weil einfach das Wissen alleine noch nicht besser gesagt, die Menschen noch nicht bereit sind, alles zu wissen, was wir erfahren haben. Aber wir kommen dahin. Und für mich ist mein größter Anker, jeden Tag weiterzumachen und weiterzugehen, das Ziel. Und du kennst auch die wunderbaren Outcomings aus dem, was wir tun. Und ich glaube, die Grays zeigen dir auch immer gerne, wo ja, die Bewegung hingeht. Und das Bild, was du mit Sicherheit gesehen hast, der Impact, den deine Arbeit oder unsere allgemeine Arbeit hat, ist immens. Und das hält mich jeden Tag on the road, weiterzumachen, obwohl man so viel weiß und obwohl man so ein großes Bewusstsein hat. Einem ist so viel bewusst, ist es trotzdem, dass es einen dazu bringt, immer wieder weiterzumachen, weil man weiß, es wird geil. Es wird einfach mega, das Outcoming. Und Ja. ja, und das Ölgemälde kann man trotzdem noch malen währenddessen. Also, Jeden was Tag. mich halt manchmal zu so einem Moment der Frustration mit der Erde bringt, ist halt, wenn man das zum Beispiel vergleicht in die Art und Weise, wie Funktionen und so weiter funktionieren in anderen Bereichen des Universums, wo eben es keine Einstellungsverträge und dann Berufe und so weiter gibt, sondern es Mhm. ist mehr so eine Art Seelenauftrag. Und im Speziellen ist mir da zum Beispiel eine Story bekannt, wo es eben, da ging es eben
um ein bestimmtes Sonnensystem. Da war ein bestimmter Planet. Auf dem Planet war eine Spezies. Die Spezies ist weg von dem Planeten, weil sie einen anderen Planeten interessant fand. Teile der Spezies waren sozusagen noch da. Eine zweite Spezies kommt rein, sieht den Planeten, denkt sich, oh, der ist ja fast gar nicht besiedelt. Den nehmen wir jetzt. Und dann waren sozusagen diese zwei Spezien da. Und statt irgendwie einen großen Krieg miteinander zu starten, haben die sich dann sozusagen an eine Art Rat, Council oder sowas gewendet. Und der Council hat dann über lange Zeit war es deren Job, da irgendwo eine einvernehmliche Lösung zu finden und kam dann mit der Lösung auf, dass sozusagen der Planet aufgegeben worden ist, aber natürlich die Verbleibenden irgendwo immer noch ne, Liebe und Fürsorge und so weiter erfahren sollten. Und die haben sozusagen damit ja, eine Lösung gefunden. Und das war dann, das erscheint mir so ein wunderbares System zu sein, wo dann also wirklich auch viel Respekt irgendwo im Umlauf ist. Und diesen Respekt und das ist ganz ehrlich, es ist merkwürdig, weil ich merke den Respekt von euch und ich merke den Respekt von innerhalb unserer Community extrem und die Liebe und so weiter. Und eigentlich dürfte ich gar keinen Grund haben, mich da zu beschweren, aber ich denke halt manchmal immer noch so in so sozialen Gefügen und sozialen Größen und dann denke ich mir, ach, was wäre das schön, wenn da sozusagen auf gesamtstaatlicher Ebene halt irgendwie mehr Respekt für das da wäre, was wir da so tun. Aber wie gesagt, ich sollte mich da eigentlich nicht beschweren, weil die Liebe und der Respekt ist definitiv da. Und manchmal im Universum ist es einfach so, dass man sich dann auf das Schöne konzentrieren sollte und sehen sollte, dass es wirklich da ist und nicht erwarten sollte, dass es irgendwo ist, wo es vielleicht gar nicht sein kann im Moment. Ja, absolut. Ich stimme komplett zu. Charlene, noch eine Frage. Ja, einen Moment, ich hatte hier gerade eine. Und zwar ging es auch um die Richtung, wo sich jetzt das Kollektiv hin entwickelt. Welche verschiedenen Zeitlinien es gibt und wie ihr das Ganze betrachtet in Bezug auf den Disclosure. Ich finde nur jetzt nicht mehr genau die Frage, wo sie stand. Aber ich glaube, da können wir schon mitlaufen. Aber ich glaube, das reicht an Stichpunkten. Ja. Magst du anfangen, bevor ich mit meinem Stuff komme? Ja, die Frage ist, wo wir das Ganze, die Disclosure-Bewegung jetzt für die nächsten, Genau, wo Ja, das und die Zeitlinien. Bewusstsein steht, genau, wo sich das ja, hinentwickelt, welche Zeitlinien potenziell existieren, wie ihr das Ganze aus eurer Perspektive seht. extrem fluider Prozess, weil wir mitten in der Kreation dessen gerade befindlich sind. Das heißt, wir sind da, obwohl diese Outcomes ja quantentechnisch vorhanden sind, ist es schon unsere Aufgabe und unsere Verantwortung und ähm, unsere Freude, wenn man so möchte, diesen Outcome zu wählen. Was so die aktuellste Information ist, die ähm, ja, durch verschiedene, von verschiedenen Gruppierungen halt geäußert worden sind, ist, dass wir im Grunde drei verschiedene Outcomes haben, nämlich einmal ein Outcome für all diejenigen, die sich für Konflikt entscheiden. Die werden entsprechend Konflikte ernten. Das sehe ich aber bei uns allen so überhaupt gar nicht. Da ist absolut keine Chance, dass wir das in irgendeiner Form erleben. Für uns sind, glaube ich, die anderen zwei Outcomes sehr viel relevanter. Der eine Outcome ist, dass wir in so eine Art Service-Gedanken reingehen und dann damit sozusagen der Welt helfen, in diesen Zwischenphasen irgendwo damit klarzukommen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich immer noch so ein bisschen im, im Modder des Wandels auch noch mitbewegt. Und man auch so ein paar Sachen am Rande irgendwo mitbekommt, die vielleicht irgendwo ein bisschen chaotisch erscheinen können. Und dann ist man eben hier auf dem Planeten, weil man dann eben diese Hilfsangebote gibt.
Und der dritte Outcome ist im Grunde, dass wir uns bewusst werden, dass wir diese Kreation eben selber sind und wir eben extrem und vollständigen Einfluss darauf haben, was wir machen. Und in dem Moment ist da gar keine Notwendigkeit mehr, den Service-Gedanken überhaupt aufrechtzuerhalten. Und damit kreieren wir eigentlich unsere beste Timeline. Für uns alle hier sehe ich das eigentlich ausschließlich in den beiden Fällen, die ich jetzt zuletzt beschrieben habe. Ähm, und selbst diejenigen Wesen und Gruppierungen, die sich sozusagen für Konflikt entscheiden, auch die haben bis in jedem Moment die Möglichkeit, sich in ihrem Bewusstsein anzupassen und aus diesem Konflikt auch herauszutreten. Mhm. Wie siehst du das, Lea? Sehr cool. Sehr Ähm, cool. Ich sehe sehr, 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 sehr viele potenzielle Outcomes. Und Zeit ist für mich non-linear. Das bedeutet, ich agiere nach Koordinaten und nach Frequenzpotenzialen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ich arbeite mit verschiedenen Erdenkollektiven, also verschiedenen Menschen an verschiedenen Versionen der Erde. Und also parallele Zeitlinien kann man sagen. Und was ich mache, ist, dass ich mir sehr bewusst bin und ich mit meinem Bewusstsein in diese Zeitlinien gehe, dort verkörpert bin und mit Gruppierungen arbeite. Und es gibt Zeitlinien oder Erdenversionen, Frequenzebenen oder Existenzräume, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte, wo wirklich die Leute es nicht schaffen, sich in den Frieden zu begeben und einfach weitermachen wollen, die weiter in die Dumps gehen, weil weiter in diese Gedanken gehen von Opfer. Also es geht nicht nur darum, dass es auf dieser Welt der Version der Erde, der Zeitlinie, wie du nanntest, die Leute im Krieg sein möchten und im Widerstand und in Hostility, sondern auch wirklich Seelen gibt, die das einfach erfahren wollen, die dann noch nicht fertig haben, die das erfahren wollen, wie es ist, ja, Angst zu haben um ihre Existenz, die das Gefühl haben wollen, nicht zu kreieren oder dass für sie kreiert wird, sprich die Machtaufgabe und die Machtabgabe, die Verantwortungsabgabe. Und das ist tatsächlich die Zeitlinie, wo ich jetzt aufgegeben habe zu arbeiten, weil ich sage, ich muss niemanden mehr retten. Das ist diese eine Zeitlinie, die ich definitiv komplett bestätige. Dann gibt es die anderen Versionen der Erde, die sehr stark miteinander verwoben sind, die bereit sind, sich die Dinge anzugucken, die bereit sind zu verstehen, dass sie erschaffen und dass sie in eine bessere Welt, in eine bessere Version gehen wollen der Erde und das in die Hand nehmen. Ähm, Das ist der Track, der positiver ist, aber sehr langsam ist. Und dann gibt es eine sehr potente Version der Erde. Und das ist die, mit der ich im Moment am liebsten arbeite. Und das sind die, die jetzt in das Embodiment gehen, in die Verkörperung gehen. Dass es hier eine Erdversion gibt, wo die Menschen nicht nur spirituelles Wissen haben und sagen, ich weiß von dem und von dem und von dem und ich weiß, dass ich alles kreiere, sondern es beginnen, bewusst zu verkörpern. Und das sind die Ende 2025 eine neue Welt haben. Vollkommen neue Welt. Und wo die Welt offen ist, wo sie buchstäblich die Kapazität haben, in Existenzräumen sich zu bewegen. Das heißt, sie sind erfahren in einer Realität, dass jetzt was aus dem Ruder läuft, dass was nicht funktioniert. Und sie zentrieren sich, erkennen das, ändern ihre Energie, ändern ihre Frequenz, ihre Wahrnehmungsperspektive und navigieren sich wieder in die Souveränität. Und das sorgt dafür, dass die ganze Welt sich öffnet, weil das Kollektiv diese Souveränität hat, zu wissen, ich kreiere. Nicht nur ich erfahre oder ich bin Opfer, sondern ich erfahre und ich kreiere. Und das ist dieser Schlüsselpunkt von ich kreiere, ich erschaffe, ich habe Verantwortung. Ich bin das, was ich erfahre. Und diese Version des Kollektives, diese Timeline, dieses Outcome, besser gesagt, das ist nötig, um das Outcome zu haben, was du auch gesagt hast. Dass hier die Föderationen von oben sehen, hey, die Menschen sind ready. Sie übernehmen Verantwortung für all das, was sie erschaffen. Und das ist das, was gebraucht wird. Und das öffnet die Türen. Weil dann bin ich an dem Punkt und frage mich, was will ich jetzt mit dem, was ich habe, an Potenzialen machen? Möchte ich mir jetzt ein Essen kochen mit dem Messer, was ich habe, oder möchte ich jemandem wehtun? Was wähle ich jeden Tag? Und wähle ich die beste Version jeden Tag? Und das ist das, was jetzt ich merke, was so unendlich wichtig ist. Und dann kriegen wir einen geilen Turn hin.
Dann kriegen wir einen super schönen Shift hin, eine tolle Bewegung hin. Aber was jetzt wirklich zählt, ist, ich verkörpere und ich warte nicht mehr. Ich warte auf keinen Pole Shift. Es gibt Erden, auf denen es Pole Shifts gibt und je nachdem, auf welchem Frequenzspektrum du bist, sind die Pole in anderem Spin. Es gibt Erdversionen, die haben permanent Solar Flares. Es gibt Erdversionen, die brauchen das nicht. Und einfach mal so zum Nachdenken. Wenn ich mich auf der Realitätsebene befinde, wo ein Solar Flare kommt, der ja Bewusstsein auf die Erde bringt und der in einer gewissen Art und Weise, wenn er denn so kommt, wie er vorhergesagt wird, ein massives Blackout auslöst, was wirklich Chaos auf dem Planeten verursacht, dann haben wir Corona 2.0. Das heißt, es muss was von außen passieren, was die Menschen bewegt. Das bedeutet, wenn ihr sitzt in eurer Realität und wartet, bis die Poles shiften oder die Sonne eine Eruption macht, die alles besser macht, dann seid ihr auf der unteren Zeitlinie, wo ihr nicht Verantwortung übernehmt, wo ihr nicht kreiert. Weil der Solar Flare von außen kommen muss, um euch in den Hintern zu treten, sozusagen, um die Erde zu bewegen. Das heißt, ihr werdet auf dem langsamen Track. Und es ist jetzt die Möglichkeit mit dem Spektrum, in dem wir uns befinden, wo alle Potenziale offen sind, die Energien schneller sind, wir mehrere Orte auf dem Planeten haben, wo keine Lunarmatrix mehr ist, wo die Leute aufgewacht sind, wo man wirklich sofort sagen kann, hey, ich gehe jetzt in diese Haltung von ich kreiere, ich erschaffe und ich navigiere mich durch meine Erfahrungsspektren. Und dann brauche ich den Solar Flare nicht. Warum? Der Solar Flare kann dann kommen als kleine Kirsche, aber nicht mehr als Lösung. Und man kann sich eines merken, je smoother die Welt ist und je harmonischer sie ist, umso klarer kreiere ich. Wenn ich irgendeine Katastrophe von außen brauche, bin ich nicht on track. Ganz einfach. Oder wie siehst du das, Tim? Ähnlich. Man könnte natürlich noch einen Schritt oder man könnte das Ganze natürlich so sehen, dass wenn wir uns bewusst sind, dass es weder außen noch innen gibt und dass wir sozusagen den Solar Flare aus unserem Selbst heraus produzieren, genauso wie wir die ETs sozusagen aus unserem Selbst heraus produzieren, in dem Ja. Moment sind wir natürlich trotzdem auf unserer kreativen Bahn, aber wir schaffen so etwas, was wir so in den Projekten immer als Convincer bezeichnet haben. Also etwas, was uns, was uns diesen Moment gibt von, das ist jetzt der Shift, jetzt ist es, jetzt da passiert Ja, es gerade. Und tatsächlich genau. ist da irgendwas im Menschen drin, das diese Convincer extrem braucht. Nicht unbedingt in jedem einzelnen Menschen und wir sind da auch alle Wesen sind da auch unterschiedlich, aber so im Allgemeinen, im allgemeinen genetischen Spektrum des Menschen scheint irgendwie sowas zu sein, dass er sie es Convincer braucht. Momente, wo es wirklich, oh, jetzt passiert gerade was. Das, ne? Und Ja, daher kann man das so ja, sehen. aber das, Es ist halt wichtig zu ja, sagen, und wir sollten auch nicht sehen, und das scheint auch der Unterschied zu sein, weil alle warten darauf, oder ne, viele warten darauf, wann kommen denn die ETs und wann passiert denn dies, wann passiert denn das. Wenn ja, ja. wir davon ausgehen, dass wir jetzt nur nach außen schreien und sagen, wann kommt denn von außen irgendwas, dann wird wahrscheinlich entweder das Falsche kommen oder es wird nicht so richtig kommen oder so. Aber in dem Moment, wenn wir bewusst wissen, wir kreieren das Außen genauso wie wir das Innen kreieren, in dem Moment sind wir in einer ganz anderen Symbiose mit den Effekten, die Realität mit sich bringt. Und das bedeutet eben auch, dass wir dann sagen können, okay, diese ETs sind gar nicht so viel anders und sind gar nicht von uns in irgendeiner Form getrennt, sondern sie sind sozusagen ein verlängerter Arm unserer selbst, der uns vielleicht die Hilfe anbieten kann oder die Tools bieten kann, die wir gerade in dem Moment brauchen, um unsere Welt selber zu verändern und zu verbessern. Ja, absolut. Absolut. Und es gibt so viele Step-Downs auf dieser Erde, so viele Hybride, so viele Starseeds. Ich meine, ich bin auch weniger Mensch, als dass ich ET bin. Auch es ist einfach nur eine erweiterte Version, wie du so schön gesagt hast, von den Menschen. Und das Interessante ist, die ETs oben, gerade die Lyra-Leute, die Plejaden, die Jayal und all die anderen, und die Alfrater, die alle aussehen wie Menschen, weil sie Menschen sind, sehen einfach nur in ihre Vergangenheit. Weil sie sehen,
Die Menschen handeln in einem anderen Frequenzspektrum, in einem niedrigeren Bewusstseinsspektrum, aber sie sehen sich auf der Erde und das ist teilweise wirklich zu 60, 70, 80% der Fall von denen, die da oben gerade sind in ihren Schiffen und auf die Erde gucken, dass sie sich bewusst sind, dass sie gerade auf der Erde eine Inkarnation haben als Mensch, weil sie haben nicht diesen Wall von Vergessen, dass sie die Idee haben, ich habe eine vergangene Inkarnation, sondern sie wissen das, wie du und ich sich erinnern an ihre Kindheit. Und so erinnern sie sich, dass sie jetzt auf der Erde dieses Leben haben und sie versuchen sich zu monitorisieren und zu steuern. Und es ist nicht so, dass sie kommen und sich retten, weil da keine Agenda dahinter ist. Wenn sie wissen, es ist ein paralleles Leben, wo sie jetzt leben, warum sollten sie das stören? Es sei denn, das Leben geht und baut Verbindung auf. Und das liegt ja in der Hand von jedem Einzelnen, die Verbindung aufzubauen zu sich selbst und es so zu erkennen, dass man Kontakt zu sich selbst aufbaut, zu einer sehr wahrscheinlich zukünftigen, in Anführungsstrichen, Inkarnation. Ja, sehe ich genauso. Wie würdest du denn die Frage von Ping beantworten? Warum gibt es denn noch Zeitlinien, in denen Menschen nicht bereit sind, Verantwortung für sich zu übernehmen? Weil es einfach die Entscheidung der Seele ist, zu wählen. Und es gibt einfach immer noch Seelen, die haben in sich die Idee von Karma. Das ist lustig, dass es immer noch Seelen gibt, die glauben, sie müssen Karma abbauen oder haben die Idee von Leid in sich. Und wenn ich die Idee von Leid in mir habe, dann wähle ich das. Oder mal ein ganz anderes Extrem, dass es Seelen gibt, die einfach erfahren wollen, wie es ist, jemand anderem weh zu tun und damit sich selbst weh zu tun. Und diese Dinge. Und man darf es einfach erlauben, dass die Leute souverän sind, auch wenn der Avatar und das Setup nicht souverän aussieht. Eine Seele ist immer souverän, immer. Und wählt immer ganz bewusst, was sie will. Der Mensch sieht nicht immer bewusst aus, aber selbst das ist eine bewusste Wahl der Seele. Und die muss respektiert werden. Und das ist das, was die Föderationsmitglieder dort oben machen. Die ETs dort oben wissen um den freien Willen der Seele und erkennen das an und deswegen stören sie nicht. Deswegen mischen sie sich nicht ein. Außer es wird ein Spektrum an Gewalt erreicht, was über das normale Maß hinausgeht. Dann würde es Einmischungen geben. Aber im Moment, und das ist die harte Wahrheit, gibt es noch genug Seelen, die das einfach erfahren wollen. So einfach ist das. Und deswegen habe ich auch aufgehört zu sagen, ich missioniere oder ich versuche zu retten oder anderes, sondern ich lasse die Jungs und Mädels einfach in ihr Existenzraum fallen, in den sie das Leid erfahren, was sie erfahren wollen. Wenn sie ready sind in einer Inkarnation oder in 10 oder in 100, dann bin ich da. Aber ich muss ihnen nicht sagen, was sie zu tun haben oder nicht. Wer bin ich, das zu tun? Und deswegen erlaube einfach den Leuten, das zu erfahren, was sie erfahren wollen. Und wenn es Was bedeutet, kann man an in denen Krieg und schütteln? Leid zu sein. Wie so eine, Hm? wie so eine, wie so eine Kokosnuss. Guck mal. Das machen die schon selbst gut. Ich glaube, die machen selbst ihr Shaking. Ich glaube. Sweet. Ich Das muss ist so, erstmal übrigens wenn, sagen, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle, wunderbare Community hier. Großen Lob an ja, ich euch da liebe sie auch. draußen. Die sind großartig, Tim, oder? Richtig schön. Ja, das ist ja tatsächlich mein allererstes Mal nur mit Deutschen hier. Das ist total, für mich ist das total surreal irgendwie, dass alle hier, ja, alle die gleiche Sprache sprechen. Das ist ganz spannend. Ja. Aber toll, richtig, richtig cool. Und ganz ehrlich, Tim, meine Community ist so liebevoll, so wundervoll, so klar, so reflektiert. Und da muss man mal ein dickes Lob aussprechen. Und es gab so viele tolle Kommentare auch zu dir. Und ich glaube, wir freuen uns alle, wenn du ja, ein Deep Dive in unsere Community machst. Ich glaube, du bist eine unglaublich große, nein, ich weiß, du bist eine sehr große Bereicherung. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, und bitte verzeiht mir, wenn ich nochmal so englische Wörter rein Das sind die sprinkle, zu gewohnt. Das den sind die Deep gewohnt Dive in von mir. Ist Betracht. alles fein. Aber von daher, alles gut. Aber es ist schon spannend. Und es ist auch wirklich interessant, dass, also gerade Deutsche und Deutschland hat eine echt super interessante Historie, was all diese Sachen angeht. Und gerade in Deutschland, was ich total beeindruckend finde, in der deutschen Seele, wenn man das so sagen darf, wir sind alle so.
wir wollen das so sehr, weißt du? Wir sind so interessiert da drin. Egal, wo du hingehst auf der Welt, egal, wo ich war, wenn ich in Indien war, in irgendwelchen Yoga-Tempeln oder so, du findest auf jeden Fall irgendwo irgendeinen Deutschen. Irgendwelche Deutschen Ja, sind definitiv da. Oder mitten in, weiß ich nicht, mitten in der Wüste in Nevada oder irgendwie sowas, wenn da irgendwie irgendein Meeting ist, da ist auf jeden Fall, Deutsche sind immer mit dabei. Und das ist irgendwie ja, so super spannend, dass wir da alle, ja, wir haben da wir wollen das so sehr, weißt du? Und deswegen ist es schon, auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, wir müssen das so, für Deutsche, wir wollen das so auf eine ganz bestimmte Art und Weise haben. Wir wollen das irgendwie anders haben als die US-Amerikaner würden das nie verstehen. Die würden das nie verstehen. US-Amerikaner, für die muss das so bling und voll weiß ich nicht, in your face mäßig. Oh ja, Österreicher natürlich auch, Antonia, Entschuldigung, natürlich alle Österreicher, auch die Schweizer, alle auch deutschsprachigen. Schweizer sehe ich auch. Ja, eigentlich das ganze mitteleuropäische Spektrum ist schon wirklich spannend. Im Oktober machen wir zum Beispiel in Deutschland eine Konferenz, eine All Shift Happening Now Konferenz. Und übrigens herzliche Einladung hier nochmal. Und was ich zum Beispiel super spannend finde, die Area, die wir da genommen haben, die ist halt mitten im Teutoburger Wald. Und das ist, je mehr wir da sozusagen drüber lernen, desto mehr wissen wir, wie extrem spirituell diese Gegend dort ist. Weil das ist die Gegend, wo das Römische Reich zum allerersten Mal besiegt worden ist. Das war diese große Hermannschlacht. Da ist das Römische Reich und viele von euch wissen das ja, das Römische Reich war sozusagen ist der Inbegriff was wir Installation genannt haben. Mhm. Die haben ganz, ganz, ganz stark mitgemischt im ja, Unterdrücken der Spezies irgendwo. Das Römische Ja, Reich hat da seinen Downfall gehabt. Mittendrin war der letzte Zufluchtsort der Hexen. Und dann sozusagen, was dann im Zweiten Weltkrieg auch passiert ist, die ersten Tore und die ersten Portale, die geöffnet worden sind, waren genau auch dort bei den Externsteinen. Und jetzt ist da der größte Yoga-Ashram außerhalb von Indien, der irgendwie seit, ich glaube, 20 Jahren oder so tagtäglich da Reinigungsrituale macht. Also es ist schon eine echt, echt krasse Gegend. Schon wirklich heftig. ja, super spannend. Also ich toure hier auch gerade durch verschiedene Teile der USA, um dort aufzuräumen, Gridwork zu machen, Zeitlinien zu bearbeiten und all das. Und egal wo ich bin, das sind Deutsche da. Das Immer ist in so Deutschland, ja. irre. Also mitten im Dschungel, mitten im Nirgendwo, nebendran Deutsche. Also, Ja. das gibt's doch nicht. Ja, Unglaublich, unglaublich. weil wir Verrückt. Mitteleuropäer auch, glaube ich, vergessen haben. Also ich würde dann fast mal fragen, wie viele von euch zum Beispiel die Externsteine kennen als germanischen, als ursprünglich germanische ja, Heiligenstädte zum Beispiel. Das ist richtig Ja. interessant, aber irgendwo gehen so, wir Mitteleuropäer gehen dann gerne irgendwie in andere Länder, um zu gucken, ob wir da irgendwie das finden, obwohl wir es direkt vor der Tür haben. Also das finde ich schon, und Ja, deswegen aber von ich glaube, daher es geht finde ich darum toll, dass wir auch, da sind. Codings zu bekommen, Inspirationen zu bekommen und zu aktivieren. Da, Jeder ja, Ort, an den du genau. gehst, ist ja Energie. Und dann einfach mal neue Energien zu bekommen, weil das ist ja wie, was du gewohnt bist. Die Schönheit siehst du in deinem eigenen Haus nicht, bis du lange nicht mehr da warst und wieder zurückkommst. Charlene, gibt's noch eine spannende Frage? Guck Hier mal. kam gerade eine spannende Frage rein. Und zwar, kann es schon mal vorkommen, dass extraterrestrische Wesen sich bei Anwesenheit durch Gerüche bemerkbar machen? Ja, wenn es Gen- wenn's nach zersetztem Fleisch riecht, dann weiß man, welche Spezies in der Nähe ist. Ja, ja, es gibt unterschiedliche Spezies, die unterschiedlich riechen. Ihr wäret wahrscheinlich überrascht, was andere Spezies über den Geruch von Menschen sagen. Menschen Menschen haben schon eher einen stärkeren Eigengeruch nehmen Menschen unter sich gar nicht wahr, aber ist dann tatsächlich
ist tatsächlich so. Der ganze Planet an sich ist schon auch, also die Erde an sich ist darüber hinaus auch schon echt nicht, riecht nicht so toll. Ist Ja. natürlich auch eine echt viel Umweltverschmutzung und so dabei, was auch noch damit reinspielt. Also all diese Gerüche sind schon auch schon eine Sache. Und das Interessante an Gerüchen ist halt, dass da eine Gewöhnungsphase stattfindet. Also Leute, die zum Beispiel mit Katzen leben, die wissen zum Beispiel gar nicht, wie ihre Wohnung riecht. Und wenn man dann sozusagen rein in die Wohnung kommt, dann weiß man, hier riecht es nach Katze. Das Mhm. ist dann einfach so, ja. Was ist dein Eindruck mit wohlriechenden und weniger wohlriechenden ETs? Oder, ja, Ja, also sie Nicht-ETs? riechen tatsächlich, jeder riecht anders, auch dort. Was ich mitbekommen habe, was den ETs so extrem schwer fällt mit den Menschen, ist, dass wir so viele Toxine in uns haben und die Toxine über die Haut auch riechbar sind. Und es ist jetzt nicht einfach nur Schweißgeruch oder sowas, sondern die Toxine, sie riechen Frequenzen, buchstäblich. Die sind frequenzsensibel und sie nehmen einfach ein breiteres Spektrum wahr von dem, was du aussendest. Und auch unter anderem die ganzen Hormone, die ETs riechen können, die uns Menschen einfach für sie recht unangenehm machen. Aber der Geruch von Menschen verändert sich mit der entsprechenden Nahrung, die sie aufnehmen und dem Bewusstseinsgrad. Die Menschen fangen an, anders zu riechen, wenn sie anders schwingen, wenn sie anders, ja, wenn ihr Bewusstsein sich verändert, verändert sich auch der Körpergeruch der Menschen und damit werden die Menschen wieder attraktiver in Anführungsstrichen für den Geruch. Aber ja, es gibt ETs, die riechen wirklich komisch, auch teilweise wie so synthetischen Geruch, manche. Und die Spezies mit dem verdorbenen Fleisch, Gott sei Dank kein Kontakt, aber ich weiß, wen du meinst. Ja, und ich bin der Meinung, es ist das Bewusstseinsspektrum auch, was ausmacht, wie jemand riecht von den ETs. Also zum Beispiel die Plejaden oder die Jayal, die riechen gar nicht komisch. Gar nicht, überhaupt nicht. Die nutzen teilweise sogar sehr gerne die Pflanzenaromaöle, wie wir sie von der Erde auch kennen. Das mögen sie ganz gerne. Also diese Parfüms nicht, aber so das, was wir im Bioladen kriegen, sozusagen Rosenöl und sowas, das nutzen sie. Weitere Fragen, Charlene? Ja, ist das Konzept von Karma überholt? Spielt das Karma aus vergangenen parallelen Leben noch in unsere aktuelle Lebenssituation und erschaffen wir immer noch Karma? Wenn du die Idee hast, ja. Wenn du die Idee hast, Karma zu haben und irgendwelche Probleme aus anderen Leben irgendwie lösen zu müssen, als die Seele, die du bist, dann hast du Karma. Wenn du das in dir als die Seele, die du bist, aufgelöst hast, existiert Karma nicht mehr. Übrigens, kleiner Traffic, wie man das tut, nicht nur zu sagen als Mensch, Karma existiert nicht, ist den Verstand und alles, was denkt, ins Herz zu begeben, mit dem Herzen komplett zu verbinden, bis man die Energie von Null erreicht, also sprich die Seelenenergie erreicht hat, die Void, wo keine Bewertung ist, keine Verurteilung ist, wo ich wirklich mich als eins mit mir selbst und mit dem Kosmos fühle, als das Universum, was wir sind. Und dann aus dieser Energie heraus entscheiden, dass Karma nicht mehr existiert, das ist eine Möglichkeit, Karma in sich als Seele zu beenden und dann zu verkörpern. Tim, Ich sehe Karma, also ja, voll. So funktionieren auch Glaubenssätze. Ich persönlich finde Karma, wenn man das runter reduziert auf like Cause and Action, also quasi Kausalitätsketten, dann macht das schon alles irgendwo großen Sinn. Insbesondere wenn man das eben vor dem Hintergrund sieht, dass wir eben alle ein einziges Lebewesen sind. Und das, was wir sozusagen reinbringen, ist natürlich ähm, in Aktion und Reaktion zu uns selbst. Ein Beispiel zum Beispiel ist in den, ich glaube, 1980er Jahren gab es verschiedene Regierungsgruppierungen, die zum ersten Mal
psychische Angriffe eingesetzt haben und sich angeschaut haben, insbesondere gegen die damaligen Sowjetrussen. Und da zeigten sich auch, dass diese psychischen Angriffe tatsächlich auch zum Tod von der angegriffenen russischen Person geführt haben. Interessanterweise sind allerdings auch all die Leute, all die Psychic Spies, die das vollzogen haben, sind ebenfalls verstorben. Und da zeigt sich dann, das ist das, was ich dann wiederum als Karma bezeichnen würde, weil dann sozusagen die Kausalitätskette gegeben ist. Denn das, was die sozusagen rausgegeben haben in die Welt, ist dann eben wieder zurückgekommen auf sie selber. Hm. Und das ist ja eigentlich eine ganz schöne, ehrlich gesagt, eine wunderbare Erfindung, weil uns das Universum ja nicht davon abhält oder wir uns nicht davon abhalten, irgendwas zu tun. Wir sind ja frei in Ja. unserem Willen, das zu machen, was wir wollen. Aber wir haben dann eben mit den Konsequenzen zu arbeiten und zu rechnen. Und dahingehend funktioniert dein Karma als Naturgrundsatz eben schon und ist auch, glaube ich, aus Ja. meiner Sicht eine sehr gute Sache. Ich sage, das ist das Gesetz des Spiegels, Spiegelprinzip. Das ist das, was du aussendest, ist die Frequenz. Und wenn du in einer gewissen Frequenz schwingst, antwortet das Universum, besser gesagt du selbst, der Container, du erschaffst einmal einen ganz großen Container, in dem du dich befindest. Es ist deine Realität. Und wenn du eine Frequenz erschaffst du wie eine Welle in deinem Container. Und wenn der Container antwortet wie ein Tropfen Wasser in einem Bottich, kommt es irgendwann zurück und erschafft eine Erfahrung. Das heißt, was du aussendest, so wie du schwingst, so kommt es zurück. Und das ist das Spiegelprinzip aus meiner Sicht. Karma ist aus dem, wie meine Community das auch so ein bisschen gelernt hat, dieses typische Karma aus dem Hinduismus. Ich habe in dem Leben Scheiße gemacht und in diesem Leben habe ich deswegen einen lahmen Fuß oder so. Das, was du beschrieben hast, ist vollkommen korrekt und das ist existent und das existiert, solange du existierst. Und das ist das, was du aussendest, ist das, was zurückkommt. Und wenn du permanent Tod aussendest, was kommt zurück? Die Energie von Tod. Wenn du permanent Liebe und Harmonie aussendest, was kommt zurück? Liebe und Harmonie, weil es nicht anders geht. Man kann sich das vorstellen wie eine stehende Welle. Wenn ich einen Bottich habe und ich lasse etwas reinfallen, entsteht eine Welle und dann kommen Wellen wieder zurück. Und dann, wenn die Wellen sich treffen, baut sich sozusagen von so auf einmal eine stehende Welle aus. Und das ist dann das, was ein Erfahrungsspektrum bildet. Und das ist ein Gesetz, genauso wie der freie Wille der Seele. Und das ist genau das. Der freie Wille der Seele ist genau das, was ich gerade beschreibe. Das, was du aussenderst, ist das, was zurückkommt. Und das ist das, was du erfährst, weil du es kreierst. Weil du das bist. Du bist das. Wenn du Krieg hast, bist du Krieg. Wenn du ein Problem mit Krieg hast, dann bist du das Problem mit Krieg. All das, was du bist, ist das, was du davor ausgesendet hast oder die ganze Zeit aussendest und dann erfährst. Aber das ist für mich zum Beispiel nicht Karma, sondern einfach ein simples Gesetz, das einfach mit ich existiere so Hand in Hand geht. Ja. Noch die letzte Frage würde ich vorschlagen. Die allerletzte. Gut wählen, Charlene, gut wählen. Übrigens hatte jemand nach Skinny Bob gefragt, nach dem ET-Video, was kursiert. Magst du es beantworten, Tim? Oder Ja, sollen wir Charlene? total gerne, weil ich finde das relativ wichtig, weil äh, ich habe mit Leuten aus den USA gesprochen, DIA, CIA und so weiter, und für die besteht gar kein Zweifel, dass das ein tatsächlich authentisches Video ist. Und es sich dabei um das handelt, was die als EBE genannt haben, oder Eben. Also auch ein aus dem Orion-System stammende Extraterrestrial Lifeform. Aber scheinbar eins von den Russen veröffentlicht oder geleaktes, wie auch immer, Video,
relativ frühes Video, das tatsächlich ein ET zeigt. Kann ja jeder mal gerne bei YouTube sich angucken. Ist schon eigentlich ganz spektakulär, finde ich. Ja, okay. Wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mit Sicherheit beim nächsten Mal wieder uns treffen für vielleicht ein Live, vielleicht für weitere Content Creation, auch auf deinem Kanal, lieber Tim. Die Leute Ja, voll finden gerne. dich auf YouTube unter tim.tactics und das Auf gleiche, glaube ich, Genau. auch. Instagram TimTactics, Tim.Tactics und auf YouTube, so wie es hier auch in meinem Namensfeld steht, Tim Tactical in einem Wort. Aber ich glaube, ihr habt mich Wunderbar. gesehen, weil ich im Chat schon ein paar Sachen kommentiert habe. Es war echt toll. Also ich muss sagen, die ganze deutsche Community ist schon echt, das macht schon irgendwie auch Spaß. Das ist ein ganz anderer Vibe als mit der englischen. Wenn du zu mir auf den Kanal kommst, liebe Lia, dann wirst du in Englisch sprechen dürfen, weil das Ja. meine Haupt-Main-Language da gerade ist. Aber ich freue mich da ganz, ganz, ganz sehr. Hat schon viel Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank an Ja, euch auf jeden beide Fall. und auch an die Oh, Leute zu Hause. ja. Und eine kleine Ankündigung habe ich, die ich noch machen muss, weil es jetzt schon sehr, sehr bald ist. Und zwar passend eigentlich zu den ganzen Fragen und den ganzen Themen heute. Es gibt einen neuen Kurs, den ich jetzt launche. Der wird Anfang April stattfinden, 9. bis 11. April. Und der Kurs heißt Energy Transform. Und das ist ein Basiskurs für alle Heiler, für alle Leute, die hochsensitiv sind, die in der spirituellen Community sind und die Probleme haben, ja, ihre Energiefelder zu managen, sprich Probleme haben mit Clearing oder andere Dinge oder Entitäten haben und all das. Und hier geht es ganz tief in die Metaphysik, wie die Energien transformiert werden. Und das ist nicht nur ein Informationskurs, sondern ja, alle, die sich schon angemeldet haben, merken, die Energien wirken und wir gehen ganz tief in diese Dinge. Auch jetzt hier Karma, Cause Effect, Agenda, Power Games und all diese Dinge und lösen das ein für alle Mal auf, sodass Energy Feeding und alle anderen Dinge wirklich ein für alle Mal der Vergangenheit angehören. Also ein Megakurs, der jetzt auch gerade noch im Angebot ist für alle, die ihre Energienfelder komplett transformieren wollen. Mit Wissen, mit Metaphysik und ja, einfach tief tauchen wollen. Und ansonsten war es das auch von meiner Seite. Ich danke dir, liebe Charlene Mausebärchen, für deine Präsenz und deine Assistenz. Und Tim, ein ganz großes Dankeschön, dass du dabei warst. Und ja, auf ein nächstes Mal würde ich vorschlagen, oder? Sehr, sehr gerne. Yay!